Niederländer sind es gewohnt, mit dem Meer zu kämpfen, sagt Jan van der Tempel. Der 47-jährige Ingenieur will ursprünglich Windturbinen im Meer vor der Küste bauen. Aber dann fesselt ihn ein ganz anderes Problem. Es gibt immer mehr Infrastruktur im Meer, Förderplattformen für Öl und Gas, vor allem auch Windturbinen. Sie liefern grüne Energie, vorausgesetzt, sie werden gewartet und repariert. Millionen Euro sind dafür jährlich nötig. Auch weil Menschen und Material dorthin transportiert werden müssen. Auf hoher See ist das jedoch oft schwierig und riskant. Ich bin schon selbst mehrmals von einem Schiff auf eine Offshore-Anlage umgestiegen, was immer etwas heikel ist. Wellen- und Schiffsbewegungen lassen sich nicht vorhersehen. Das Umsteigen auf eine Anlage ist ein Schritt ins Ungewisse. Und wenn die Wellen größer werden und der Wind zunimmt, wird es schwierig und gefährlich. Wellen und Schiffe verhalten sich chaotisch. Das macht Offshore-Transporte riskant. Außerdem, per Seil oder Kran lassen sich nur wenig Mann und Lasten bewegen. Ein Helikopter ist oft viel zu teuer. Probleme, für die Jan van der Tempel eine Lösung finden wollte. Unsere Idee, der Ampelmann, war eine Art umgedrehter Flugsimulator. Wir messen die Bewegung des Schiffes und nutzen diese, um die 6 hydraulischen Stützen so zu steuern, dass das Schiff auf den Wellen in Bewegung, aber die Plattform absolut statisch bleibt. Von dort aus kommt man dann über einen Steg zu jeder anderen Anlage auf See. Aus der Idee ist faszinierende Technik geworden. Wie mechanische Insekten sehen die Systeme aus. Um sie zu verwirklichen, musste Jan van der Tempel aber einige Herausforderungen meistern. Die erste war klar. So ein System muss fähig sein, jede noch so kleine Bewegung eines Schiffes zu registrieren. Die Technik dafür gab es im Prinzip schon. Kreiselinstrumente können erkennen, wie das Schiff rotiert, in jeder der 3 möglichen Achsen. Und Beschleunigungssensoren sind in der Lage, jede Positionsveränderung zu messen. Doch die wenigsten der verfügbaren Messgeräte waren auf Dauer zuverlässig. Schließlich findet Jan van der Tempel aber die Kombination von Geräten, die absolut exakte Rohdaten liefert. Doch das schafft ein neues Problem: die kontinuierliche Flut von Daten zuverlässig zu verarbeiten. Für die ersten Tests nutzten wir einen alten Computer, den wir noch herumstehen hatten. Der war natürlich zu langsam. Aber mit neuen Computern konnten wir die gemessenen Bewegungsdaten des Schiffes zum Glück dann schnell genug verarbeiten, um den Ampelmann jederzeit ruhig zu halten. Der Trick dahinter? Die Messdaten werden in Befehle für 6 hydraulische Zylinder übersetzt. Die funktionieren wie flexible Beine. Sie kompensieren die Schiffsbewegungen und halten die Plattform mit Gangway vollkommen ruhig, obwohl das Schiff darunter schaukelt und schwankt. Schritt für Schritt setzt Jan van der Tempel seine Idee dann um. 3 Jahre braucht er dafür. Schließlich konstruiert er an der Technischen Universität Delft 2 Prototypen. Und schon die ersten Tests auf dem Meer beweisen, seine Idee funktioniert. Die Zeit war reif, ein Unternehmen zu gründen. Das Konzept, toegepast op schepen in der Offshore-omgeving. Dieses Konzept war so neu, dass es sich gut patentieren ließ. Durch das Patent war das Konzept geschützt, was uns als Unternehmen vor den Konkurrenten im Markt einen enormen Vorsprung verschaffte, für lange Zeit. Das hat uns ermöglicht zu wachsen, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und unser Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist. Im Jahr 2008 gründete Jan van der Tempel die Firma Ampelmann.
Der Transport von Menschen und Material von einem Schiff auf eine beliebige feste Struktur im Meer konnte mit ihren Systemen endlich einfach und sicher werden. So wie das Überqueren einer Straße bei entsprechendem Lichtzeichen. Das Konzept hatte Erfolg. Heute hat die Firma ungefähr 350 Mitarbeiter. Doch die Dinge wären nicht so gut gelaufen, hätte Jan van der Tempel nicht noch ein Problem gelöst. Um Kunden wirklich zu überzeugen, musste das System absolut sicher sein. Das konnten wir erreichen, indem wir doppelte Komponenten verbaut haben. Wenn ein Bauteil ausfällt, übernimmt ein Zwillingsbauteil die Funktion. Der Ampelmann arbeitet weiter und wir können die Person, die gerade umsteigt, in Sicherheit bringen. Das macht den Ampelmann zu einem absolut sicheren Gerät im Offshore-Bereich. Innerhalb von 8 Stunden können die Systeme auf jedem beliebigen Schiff installiert werden. Bis zu 60% der Betriebskosten lassen sich mit ihnen einsparen. Ein Potenzial, das die Industrie dankbar angenommen hat. Der Ampelmann hat den Markt verändert und auch mein Leben. Die Industrie hat auf diese Lösung gewartet und wir liefern sie. Das ist oft anstrengend, aber auch sehr befriedigend, denn diese Lösung bringt die Welt weiter und macht Menschen glücklich. Weltweit sind heute mehr als 60 Systeme im Einsatz. Sogar bei extremen Temperaturen, starkem Wind und bis zu 4 Meter hohen Wellen. Über 6 Millionen Menschen und 16 Millionen Tonnen Material haben sie schon transportiert. Jan van der Tempel hat es offenbar ein Stück weit geschafft, das Meer und seine Unberechenbarkeit zu bezwingen.